2nd of July, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Okay, dann. Auch nicht schlecht. Bim. In diesem Schrank befindet sich nichts. Ich stehe in der Schublade. Auf diesem Bett kann ich nicht hüpfen. Oh. Spawn.set. Daniel, what? Still having nightmares, I see. Yes, I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see. Okay. Brechstange, Zunderbüchse. Nichts. Und hier liegt Prost. Prost! 3rd of July, 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colourful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, "Recovered Daniel after 1 hour of entrapment." This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Okay. Auch nicht schlecht. Na, so bist du auch noch eine Schublade. Nee, du bist keine Schublade. So, und was ist das für ein Raum daneben? Psst, 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 psst. Das war mir so klar. Magic. Was muss ich jetzt tun? Erschreckt mich noch beim Tür aufbrechen. Okay, lass den Schlüssel bitte hier sein. Bitte. Nur mal, bevor wir das lesen. Ich hoffe mal vorgelesen bekommen. Ich will sein Hemd. Oh Gott. So, das ist nämlich dieser Moment, wo wir uns verstecken sollen. So, ich bleibe jetzt hier erstmal im Schrank. Ich will noch was laufen und mein Herz ist mir gerade in die Hose gerutscht. Ich könnte jetzt ein Stück rauslinsen, aber...
Es scheint wohl gegangen zu sein. Okay, das müssen wir machen, wenn ein Monster kommt. 4th of July, 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Ja, das ist alles sehr merkwürdig hier, ne. That means hier geistern irgendwo Monster rum. Oder hier monstern irgendwo Geister rum. Haben wir jetzt noch die Brechstange? Natürlich nicht. Dann glaube ich, müssen wir nach unten. Oh, ja, mal Tür zu. Gucken wir mal hier. Oder warte mal, hier hat er doch gesagt. Warte mal, drücken wir mal M. Da ist ein wichtiger Schlüssel versteckt. Gut, dass wir geguckt haben. Dann nochmal gucken. So. Da ist er nicht. Ich schätze mal, der ist im Schrank. Links. So, warte mal, ich mach mal an. Nö. Auch nicht. Hier ebenfalls nicht. Im Gästeraum ist ein wichtiger Schlüssel. Auf. Wo könnte der sein? Hier. Ganz ruhig. Ich habe ein Bild und ich werde es benutzen. Wo ist der Schlüssel? Habe ich den schon? Nee. Die Fenster sind zu. Wie kommt hier bitte Wind rein? Da ist er nicht. Da ist eine Zunderbüchse. Da ist ein umgefallener Kerzenständer. Da ist auch nichts. Da ist eine Vase. Aufstehen. Nein, nein. Und du? Hast ihn nicht. Also, mal schauen. Jetzt hör auf zu psten. Du hast sie nicht. So, jetzt auf, geh runter. Du hast auch nichts. Du hast auch nichts. Das ist natürlich sehr toll. Du bist auch kein Schlüssel. Der kann doch nur hier drin sein. Nur ich suche doch jetzt nicht in jeder verkackten kleinen Ecke. Ich bin doch so dämlich. Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Was soll ich machen? Was? Okay, so. Maschinenraumschlüssel. Boah, warte mal. Wie war das? Nee, so war es nicht. So war es auch nicht. So, warte. So. Nicht dämlich. Das war's. So. Pam. Nee. Wie ging denn nochmal? Ich war so... Lalala. Hoppala. Und raus. Haben wir den Maschinenraumschlüssel. Professor Taylor war die zweite. War das schon? Nee, das war vorher noch nicht da. Das bedeutet, hier war jemand.
Wieso ist die Tür dazu? Very mysterious. Sehr mysteriös. Das sieht auch sehr krass aus. Ja, genau, stimmt, da war abgeschlossen. Jetzt ist nicht mehr abgeschlossen. Er atmete schwer und versuchte nicht zu schreien. Der Medizinschrank war umgeworfen worden und lag zerbrochen auf dem Boden. Er griff durch die zerbrochene Glastür und griff nach allen Beruhigungsmitteln, die er finden konnte. Ah, was ein Maschinenraum. Really? Wirklich? Really? Really? Ganz really? Vielleicht ist hier noch eine Zunderpüchse. Ja. So, hier ist ein Plan und da ist mal wieder was zum Vorlesen. July 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the globus cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Okay. Okay, warte. Nee, hier geistert jetzt mal bitte nichts rum. Ich bin jetzt momentan... Probiere ich jetzt hier ein Rätsel zu lösen. So, das wollte ich tun. Nein. Mittelstellung. Den Druck. Warte mal, da war doch... Wir hatten doch im Dingens... Vielleicht haben wir das aufgeschrieben in den Notizen. Hoch sollen es 8 sein und runter sollen es 8 sein. Okay, dann ab. 1. So, jetzt. Nur römische Zahlen können. Also natürlich, so schwer ist das nicht. 1, 2. Dann würde ich sagen, sind wir bei 3, 6, 7, 8, 2, und 6. Aha. Nur ich glaube wohl weniger, dass das dazu sein soll. Oder ist es einfach nur ein Effekt, dass wir wissen, dass es klappt? So, dann hätten wir das. Och nö, ich will keinem Monster begegnen. Das ist das Letzte, was ich jetzt gerade will. Vor allem, wer baut bitte solche riesen Dinger, nur um hier hoch zu verlegen? Oder Zahnräder rumzuschmeißen. Hier liegen 2 Blätter, also ich lese mal den hier. July 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia,
He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander.